Nanofett sind Adipozyten-derived Stem Cells. Das sind Fettvorläuferzellen. Das heißt, wir gewinnen aus dem menschlichen Fett die Fettzellen, aus denen man wiederum andere Zellen gewinnen kann, also die Vorläuferzellen. Also sozusagen kann ich aus den Adipozyten-derived Stem Cells Knorpelzellen, Knochen, Bindegewebe oder Fettgewebe dann gewinnen. Wir nutzen den Vorteil in der plastisch-ästhetischen Chirurgie für die Rejuvenierung von Gewebe, indem wir eben neues Gewebe am Körper kreieren können. Nanofett eignet sich vor allem für Patienten, die schon etwas reifere Haut haben oder die jünger sind und auch Akne-Narben zum Beispiel haben oder auch eine andere Narbe durch einen Unfall haben, können wir in das Gewebe Nanofett einspritzen, damit dort wieder neues Kollagen gebildet wird und die Narben zum Beispiel weicher werden oder Hautfältchen nivelliert werden und ein jüngeres Erscheinungsbild. Welche Indikationen zum Beispiel sehr geeignet sind Knitterfältchen im Gesicht oder auch die Fältchen um den Mund herum oder auch sehr geeignet sind schwarze Augenringe oder so Augenschatten. Das sind sehr gut geeignete Stellen. Ebenso gerne mache ich es an Hals und an Dekolleté oder auch die Hände können wir sehr gut mit Nanofett rejuvenieren. Eine Nanofettbehandlung findet hier ambulant in unseren Praxisräumen statt, im Eingriffsraum. Wir gewinnen steril das Fett, bereiten das Fett mit mehreren Schritten auf und injizieren es in selber Sitzung an die zu behandelnden Stellen. Nanofettbehandlungen kann man in einer Sitzung machen, also sprich nach 2-3 Stunden, solange wie die Nanofettbehandlung dauert. Die dauert auch 2-3 Stunden, weil wir eben zuvor das Fett gewinnen müssen, in gleicher Sitzung das Fett aufbereiten und sofort wieder, was aus dem Körper rauskommt, sofort wieder in den Körper reinjizieren. Die Ergebnisse, wann man die sehen kann, hängt davon ab, wie schnell Ihr Körper neue Fettzellen produziert. In der Regel dauert es so 2 bis 3 Monate, bis man die Ergebnisse dann erkennen kann. Die Haltbarkeit, es wird neues Kollagen produziert und die Haltbarkeit ist so lang, wie Kollagen eben vorhanden ist. Wir altern weiter, sodass man sicherlich nach 2 Jahren, wenn der Alterungsprozess wieder vorangeschritten ist, eine neue Behandlung in Betracht ziehen sollte. Danach einer Stammzellenbehandlung sind die Patienten sehr schnell fit. Die behandelten Areale können blau sein oder etwas geschwollen. Das dauert so 2-3 Tage. Die Patienten sollten 2 Wochen auf Sauna verzichten, so 1 Woche auf Leistungssport oder ja, extreme Bewegungen oder extreme Sonneneinstrahlungen. Ansonsten ist der Eingriff nicht sehr einschränkend. Sie werden Ihren normalen Alltag nach dem Eingriff gut bewältigen können. Wie lange man nach so einem Lifting mit Nanofett oder Fettstammzellen ausfällt, ist ein bisschen individuell. Menschen, die nicht zu blauen Flecken neigen oder wir während des Eingriffes keine blauen Flecken kreieren, können eigentlich am nächsten Tag wieder in die Gesellschaft gehen. Ich empfehle schon immer 3-4 Tage Pause, weil wenn es Schwellung gibt oder blaue Flecken, kann man die nach 3-4 Tagen relativ gut wieder abschminken. Wenn ich immer gefragt werde, welche Nebeneffekte die Behandlung haben kann, kann ich nur sagen, das ist ein sehr harmloser Eingriff.
Im Prinzip gewinnen wir unseren Filler, selber oder unseren, Biostimulator. Das heißt, außer blaue Flecken oder mal Schwellungen, habe ich noch keine größeren Komplikationen gesehen.